einem von den Extra-Songs auf der Best-of-Scheibe wird jetzt gerade ein Video gedreht und weil wir gerade hier sind und der Videoregisseur auch gerade hier ist, haben wir gesagt, dann drehen wir es doch hier. Das war jetzt praktisch so eine Art Fügung. Also der wohnt hier und wir sind hier auch gerade, haben zwischen Las Vegas und Mexico City Zeit und dann machen wir hier das Video. Dazu kommt es, dass wir sowieso ein Strandvideo drehen wollten. Also passt, besser geht's eigentlich gar nicht. Plenty of sunshine through today with seasonal temperatures. We should reach our normal. Ich habe immer schon davon geträumt, mal ein Video am Strand nur mit Mädels zu machen. So wie die Rapper das immer machen. Ich weiß auch, warum die das jetzt so machen. Weil es einfach mehr Spaß macht. Das ist Wir haben das Video an die 50er Jahre angelehnt und da waren die Farben ja noch nicht so grell und bunt wie heute. Das sind ja auch teilweise sehr Pastellen, aber bunt ist es schon. Und wenn man sich jetzt per Video oder wahrscheinlich auch per Film mal in so eine andere Zeit reinversetzt, merkt man auch, fühlt man das auch so ein bisschen, wie das gewesen sein muss. Wenn man so fröhlich so am Strand tanzt und die Leute so süße Sachen anhaben und so. Also der Umgang miteinander war ja wahrscheinlich damals auch noch ein ganz anderer. Okay, here we go. Everybody ready? Schwarze Anhaltung. Olli, Gummi! Das ist genau die Kombination aus, dass man draußen ist, aufs Meer guckt, hübsche Menschen umgeben dich, der Regisseur ist gut, das Making-of-Team ist super. Also das sind 100% hier wieder. Den Frauen ist ein bisschen so wie in der Schule, wenn man mit einer Mädchenklasse zusammen Sport hat. Dann ist das, was ohnehin schon unangenehm ist, dann noch peinlicher. Also das war für mich noch schlimmer als am Reck zu tun, als dann noch Mädchen noch mit dazu geguckt haben. They're all super nice. They're very nice, yeah. Pretty They're funny. really friendly. They're funny to watch dance. But I mean, so am I, so that's okay. Yeah. Yeah, they're really, really cool. Nice guys. Nice guys. They're good. Das ist sehr gut. Also ich hätte es lieber getrennt gedreht, dass wir unser drehen und die Frauen, die machen ihrs. Ich geh mit mir von Ost nach Süd. Wohin gehst du? Wohin? Ich geh mit mir von Süd nach West. Wir machen ja das Video in einem Style, was auch sehr gestellt ist. Also, und die Fernsehproduktionen von damals, die waren ja auch so überzogen und mit überzogener Darstellung. Die Leute lachen die ganze Zeit in die Kamera und sind fröhlich und happy, haben eine gute Zeit zusammen. Und das ist das, was einem Video so viel Spaß macht. We're getting paid to be on a beach. It's nice. Yeah. It's a good day at work where you could be at the beach. Yes. Ich glaube, das ist so ein kleiner Traum, den jede Band mal hat. Irgendwie so ein Strandvideo mit 40 Mädels, die sind alle gute Dinge, alle tanzen, alle machen Party. Ist ja nicht wirklich so unsere Art irgendwie, aber mittlerweile
machen wir gerne sowas, ja. Ich geh mit mir von Ost nach Süd. Wir waren den ganzen Tag voll geschmiert mit einer Farbe, um einen kalifornischen Teint vorzutäuschen. Und dadurch kam die Sonne nicht an meine zarte Haut, meine Berliner Bleiche, und deswegen ist nichts passiert. Aber vielleicht habe ich eine Sonnenklatsche bekommen. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. I love the golden tan. Looks really good. Makes them it's very surfer-like. With the beach, the surfboards, the California blondes running around. Definitely a California feel to this video. Das ist ein Tag, den ich nicht vergessen werde. Der beste Videodreh, also den ich jemals hatte. Letzten Endes ist man ja ein bisschen damit aufgewachsen. Durch Hasselhoffs Filme natürlich, Baywatch, spiegelt sich genau das Bild, was man kennt, hier auch wieder. Mit diesen leuchtenden Farben und auch mit dem Lebensgefühl, weiß ich jetzt nicht so genau, aber mit dieser Popkultur vielleicht. I think this video and the way it's set up is really interesting because their music, like I said, is really heavy and they've got like a lot of times a dark feel to them, but the look and the feel of everything and the wardrobe is, and the way everything's styled visually is really light and colorful, and it's really, the play of the contrasts works well together. So I think I'm excited to see how it turns out. This is so different from anything else. Leute, hier sind gefühlte 500 Leute, die hier mitarbeiten an so einem 3-Minuten-Clip. Freut man sich, also Wahnsinn. Wir haben ja mal in einem Hollywood-Film mitgespielt, der nie erschienen ist, weiß ich, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen. Und da war das ähnlich, da waren so viele Leute, für jedes Handtuch ist extra jemand abgestellt. Bricht natürlich so ein bisschen unser Image auf, aber das haben wir schon immer gemacht, also auch mit verschiedenen Videos, gerade mit Jonas irgendwie, wenn man an Pussy denkt zum Beispiel oder Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann. Der bringt so eine Ebene rein, die ich persönlich irgendwie unheimlich gut finde. Und was ich unheimlich toll an ihm finde, ist, dass man sich kaum irgendwie Gedanken machen muss. Es läuft irgendwie alles. Es ist sehr gut organisiert und es ist sehr teuer. For this kind of idea, we would usually shoot 2 days. But we couldn't do 2 days because the band's schedule. Ich glaube, hier gibt es ein, auf gut Deutsch, Curfew. Was heißt für unsere nicht englischsprachigen Mitbewohner, dass die Zeit limitiert ist, wie lange der Parkplatz hier gemietet ist. Um 3 müssen wir vom Hof sein. Und dann sonst werden die Polizisten uns mit Knüppeln davonjagen. So I said, all right, fuck it, let's do it 1 day. So I knew it was going to be a long day. The good thing is that we're used to this kind of pressure and we're also used to improvise a lot. So if one thing doesn't work, we can always go and shoot the other one. So my main thing is just like, I have 3 cameras and the most important thing is that they all film all the time. You know, so I can't really be at all places, but I know I got a lot of great footage, you know, and people I trust. Das ist das Gute, wir vertrauen ihm da ganz toll. Deshalb, es gibt, glaube ich, keinen, der uns in Hawaii-Hemden stecken könnte und in diese hässlichen Badehosen hier. Das kann nur er. Bei allen anderen hätten wir irgendwie geblockt und gesagt, das ist zu lustig, zu goofy und zu blöde. Und wir vertrauen ihm, aber der wird das gut verpacken und insofern, das war extrem lustig. Ich habe noch nie so einen lustigen Videoshoot gehabt. Ich glaube, wir haben ja immer so auf Ernst gesetzt und ein bisschen martialisch, so Industrial Gothic Zeug und das ist schon eine andere Nummer jetzt hier im
im Hawaii-Outfit und so Surfgedöns. Stop! I've seen them be silly without me, so I think they do the same thing with me, you know. Very few artists that I work with, you know, bring out the best out of me and out of everybody, you know. And to me, ever since the first time I worked with Rammstein, I always felt like, you know, it's special and it's different and it makes me creatively do stuff that I usually wouldn't do or even think about. And to me that's a rare thing because I work with all types of different types of artists and I enjoy the extreme difference between my different clients. Exactly. But this guy... I give you my guitar. I bring guitar. Yes! Thank you very much, man. For my collection. Yes, please. So I talk to you, call you. Okay. Yeah? Alright. If you are around tomorrow, I'm at the house. Okay, cool. Okay. I was actually in a Lady Gaga video. I was in Telephone and Jonas directed it. But I know Jonas directs like their videos too. So he did like Pussy. Am I allowed to say that? Okay. But I saw that one too and it was really good. Well, I know the Pussy video because being in the industry, you know, you had girls in there that was from the industry, so that was actually my first introduction to Rammstein. Ich kenne sowas überhaupt nicht so mit Tanzeinlagen und lustig performen irgendwie und die ganze Zeit lächeln. Ist nicht schön. Aber ich glaube, es wird gut. Der wird das gut verpacken. Von Jonas brauche ich kein Treatment sehen. Da reicht mir, wenn er sagt, er macht das Video. Er ist in meinen Augen eine Garantie, dass das Video gut wird. Ich finde ihn gut. Also das macht Spaß, der ist nett und Schwede. Den fetzt einfach. Auf jeden Fall vertrauen wir ihm 100% und bei Jonas ist es immer so, er hat dann eine Idee, die formuliert er uns in einem Satz und wir wissen eigentlich sehr wenig, was dann so gemeint ist, aber letzten Endes haben wir das Vertrauen und man kommt dann ans Set und weiß eigentlich sofort, dass es wieder gut wird auch. We've done a couple of different things though. The last one we did was the live performance, which was more like, you know, like the stage show. I'm very proud of that video, and we had so much in our heads before we decided to do that video, and I'm so happy that we did a performance video with Rammstein because, you know, we do all these crazy things with them, and they're love to go into different characters, but the best characters are when they are Rammstein, you know, when they are on stage and you see them perform. And I'm so happy that we captured that in that video because I think it's what Rammstein is all about. It's like really good performance and, you know, the big stage and all that. So I love that video. Zu so einem brisanten Text wie Mailand ist ganz schwer ein Video zu machen. Weil man denkt dann sofort an was Politisches und sieht die Länder eben und die Fahnen und wenn man das 1:1 den Text bedient, ist das sehr langweilig. Deshalb haben wir versucht, ein Video zu machen, was eine neue Ebene eröffnet. Und dieses Surfen ist was so Lustiges und Freies, also was eigentlich dem Text was entgegensetzt, was die Sache
noch interessanter macht für mich. Der Text hat provokatives Potenzial, das sind wir uns bewusst. Wir haben sehr lange über diesen Text diskutiert. Wir wollten den mit aufs letzte Album nehmen und es gab immer wieder Diskussionen darüber, ob man den falsch verstehen könnte, weil er eben halt so viele Interpretationen zulässt. Das war mal eine ganz, ganz andere Idee und dann ist das im Laufe der Zeit, hat sich das zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Die Uridee weiß ich gar nicht mehr. Das ist so ein Entwicklungsprozess gewesen und der ist über 5, 6 Jahre. Das ist immer verworfen worden, das Lied, dann ist es wieder aus der Schublade geholt worden. Till told me when he wrote the music he was on a beach when he came up with the idea for the lyrics. And that just made me think of this. And I always thought about that image of Beach Boys. You know, so I always saw that picture, you know, in my head with, you know, Rammstein in matching shirts, you know, in the line of Rammstein's sense of humor and sense of wit. I think it works. Im Grunde genommen ist er dahin zurückgekehrt, wo Till im Grunde auch mal den Text geschrieben hat. Ja? Der hat ja den Text mal irgendwann geschrieben, weil er hier gesurft hat und weil er auch diese Probleme hatte irgendwie mit den Jungs, die Platzhirsche sozusagen. Till macht die Texte und wir gehen dann nochmal drüber, ob wir dahinter stehen können und ich fand das einfach gut. Also einfach diese Stimmung, die entsteht, wenn er dieses Wohin gehst du, wohin, ich sehe da so Bilder so vor mir, irgendwie von so einem ewigen Wanderer. Also ich sehe das als schönes Bild. Ich denke, dass die Leute sich damit auseinandersetzen werden und ihre Gedanken dazu haben werden. Wie das jetzt aufgenommen wird vom Volk, können wir nicht absehen. Es ist ja unsere Sprache, die auch ein bisschen zum Nachdenken anregen soll. Ich sehe es so, ganz abstrakt ist ein Mensch, der hat keinen Pass. Gibt es ja auch, soll es ja auch geben. Und der landet irgendwie auf der Erde, kann ja auch ein Außerirdischer sein oder jemand hat seinen Pass verloren oder jemand will aus einem Land ins andere. Jedenfalls hat er keinen Pass und versucht reinzukommen in unsere Welt. Und niemand lässt ihn rein. Er klopft an jedes Land und keiner sagt, komm mal rein, sondern alle sagen, das ist mein Land. So ist das Lied gemeint. Klar, wenn Rammstein jetzt singt, mein Land, dann denkt man wieder, dass es jetzt geht um Deutschland, weil die Deutschen immer denken, es geht um Deutschland und da dürfen jetzt keine Ausländer rein. So kann man es auch verstehen. Da kann sich jeder aussuchen, wie er das verstehen will. Wir haben uns eher die erste Variante ausgesucht. Ja, wir haben auch im Laufe der Jahre gemerkt, es kommt immer darauf an, wie du was singst oder wer was sagt. Wenn wir singen, freche Früchtchen, ja, dann denkt man schon wieder irgendwas, wenn freche Früchtchen, ist immer, der Ton macht die Musik und wenn wir jetzt mein Land singen, ist das schon für viele zu viel. Können wir mit leben, weil wir Ärger mögen. Ja, Jonas' Idee war, wir machen erst so freundlich am Tag und dann nicht mehr ganz so freundlich in der Nacht. And then I don't know what happens at night. I heard rumors about what we're gonna do at night. It's gonna be crazy.
because I'm usually the one who's topless, so I'm so glad you're doing the job. Oh, you're welcome. Jetzt sollen wir nochmal spielen und die Party soll dann so ausarten in Exzess. Ich glaube, jede Platte ist immer ein besonderer Abschnitt bei uns. Ja? Also da geht so eine andere Tür auf. Ja? Wir gehen ja durch ganz verschiedene Emotionen in unserer Band und ich habe immer das Gefühl, dass jede Platte einen ganz besonderen Stellenwert erstmal bei uns hat und das ist bei jedem Album so. Und im Moment ist wirklich die Stimmung ist extrem gut und irgendwie sind wir alle extrem glücklich gerade. Also so Holzklopfen gibt's gerade nicht. In der Best-of setzt ja immer so eine Zäsur oder so, ein Abschnitt, wo man sagt, ja, jetzt ist mal Zeit dafür und jetzt aber nach so einer langen Live-Phase und dann gehen wir meistens auch wieder in eine lange Pause, wo man sich wieder sammeln muss und wo wir Sachen für neue Ideen reifen müssen. Und wir haben jetzt 6 Studioalben gemacht und sind auch lange zusammen und die Songs sind aus sehr, sehr verschiedenen Dekaden, aus verschiedenen Zeiten und ich freue mich ein bisschen drauf. Also ich glaube, die wird gut. Die wird auch ziemlich umfangreich. Ich hoffe nicht, dass die Leute jetzt denken, wir hören jetzt auf, weil jetzt so eine Best-of kommt. Meinst du, dass wir aufhören jetzt? Ja, wir hören auf. Die sollte eigentlich schon vor 2-3 Jahren rauskommen. Wir haben es bloß ein bisschen rauszögern können, weil ja, ich denke mal, für die Fans das immer so ein, die denken dann immer, man löst sich auf oder will sie irgendwie bescheißen oder so. Das ist einfach ein Sammelsurium an guten Liedern, die man dann einfach mal auf dem Tablett haben will irgendwie. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das haben wir mit den Videos auch so gemacht. Genau, also man bringt ja irgendwann mal immer eine Best-of raus und die hatten wir irgendwie schon ein paar Jahre geplant und haben dann auch irgendwann mal einen Vertrag unterschrieben und irgendwie drückte der Schuh und wir sind immer irgendwie nach hinten geschoben, weil wir einfach auch nicht so ein großes Interesse hatten, ja. Und jetzt war so der Punkt, wo wir gedacht haben, okay, ist so die Zeit irgendwie, wir spielen unheimlich gerne live, wir wollen die Show auch ein bisschen verändern und eine Best-of macht einfach Sinn gerade. Und das ist eben die erste Single, Mein Land und ja. Wir werden auf jeden Fall natürlich mit der Best-of jetzt auch touren und solange es gute Angebote gibt, werden wir natürlich die annehmen, bis wir irgendwann keine Lust mehr haben und eventuell dann wieder ins Studio gehen. Wir haben natürlich dann praktisch nur die populärsten Songs der Band gespielt und da gibt es auch zu vielen bestimmte Show-Effekte, die auch welche, die wir lange nicht gemacht haben, die wieder sozusagen aktiviert werden. Da wird die Kramkiste aufgemacht, da kommen alte Effekte, alte Lieder und das müssen wir gut zusammensetzen, zusammenbauen. Es gibt eine neue Bühne dazu, neues Bühnenoutfit. Wir spielen die Best-of dann, das Beste vom Best-of sozusagen und nehmen natürlich die alten Effekte. Es wird den Brennemantel wieder geben und Bück dich wird es geben und Fontänen an den Hausschuhen und all so ein Zeug. Ja. Ich glaube, das wird für die Leute eine echt grandiose Tour. Starten wir im November, Dezember, Europa. Dann haben wir wieder unseren Break im Weihnachten rum und Februar, März gehen wir wieder auf Tour, auch wieder Europa. Dann kommt wieder ein kleiner Break und dann werden wir wahrscheinlich nach Amerika gehen wieder. Wir haben vor 10 Jahren hier Hallen gespielt, also in Festivalbesetzungen mit Korn und Limp Bizkit und Ice Cube und System of a Down, große Bands irgendwie. Und dieselben Venues spielen wir jetzt alleine. Da kriegt man gute Laune, ja. Oder wenn die Jungs von Tool sitzen hier auch und gucken zu, wenn die sagen, oh, ich war gestern bei eurem Konzert, das war so cool. Wir freuen uns natürlich unglaublich, dass wir unsere volle Show hier spielen konnten und ja, große Arenen ausverkauft sind. Das ist für alle, glaube ich, nochmal ein echter Highlight in unserer Karriere. Und man kann sagen, wir sind jetzt überall weltweit auf demselben Niveau geendet. Und das ist für uns unglaublich. Also jetzt, dass immer noch mal was dazukommt in unserer Karriere. Wir haben jetzt endlich, kann man sagen, oder komischerweise den Erfolg,
in Amerika, den die Leute in Deutschland mal dachten, den wir hier schon haben. Und die Amerikaner flippen völlig aus. Also, die sind so was von begeistert. Da kommt dann der Shuttlefahrer, so ein alter, hey Mensch, ich mache das schon seit 20 Jahren, ich habe schon Jimi Hendrix zum Konzert gefahren, aber sowas habe ich noch nie gesehen und so eine Sachen. Und wir versuchen immer dann auf dem Boden zu bleiben, ja, hör nicht hin. Anscheinend scheint hier Kinder was mit Feuer zu machen, also es scheint hier nicht so verbreitet zu sein. In Deutschland, wenn wir das spielen, denken die Leute, ja, schön, cool und Mensch, gefällt mir auch gut. Aber hier, die kippen völlig aus dem Latschen. Hätte man nicht gedacht. Man denkt ja, die sind hier völlig übersättigt mit Show und so. Ist nicht. Wir haben so ein bisschen deutsche Musikgeschichte hier geschrieben in Amerika. Ja? Also das gab es doch nicht. Und da kann man einfach auch ein bisschen stolz drauf sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also da sind wir einfach tierisch happy. Was soll denn noch passieren? Also, wir spielen auf der ganzen Welt. Es ist immer ausverkauft. Uns macht das Spaß. Und weiß ich nicht, was passieren müsste, damit man das nicht gut findet. Also, wisst ihr jetzt nichts Besseres. Und für den anderen geht es wahrscheinlich auch so. Ich habe oft schon gedacht, Rammstein, wir haben jetzt hier alles erreicht. Wir sind aus dem Osten von Deutschland. Wir haben hinter der Mauer sind wir groß geworden und also als Kinder, und haben oft nie gedacht, dass dieses Land mal zu Ende ist. Auch als wir an Musiker wurden, haben wir nie gedacht, dass wir mal also irgendwas anderes machen können, also auf dem Dorf zu spielen. Dann kam die Wende und wir haben diese Band gegründet und sind derartig erfolgreich geworden damit. Und oft habe ich die Band schon so einen Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt ist Schluss. Mehr werden wir nicht erreichen. Und dann ging es doch weiter. Und dann haben auch viele in der Band gesagt, mir reicht das jetzt auch, was wir erreicht haben. Und dann kommt immer noch mehr. Und ich glaube, man muss im Kopf die Möglichkeiten nicht beschneiden und sagen, ja, geht einfach immer weiter.